Sauerkrauts, made for petrolheads. Bevor wir starten, vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und deine Meinung zu diesem Fahrzeug in die Kommentare zu schreiben. Wie fährt sich sowas? Es fährt sich ängstlich, wenn man so die neuen Autos kennt. Ja. Also das ist halt wirklich, man sitzt da drin, es zieht, es arbeitet, es werkelt. Du merkst jeden Steinchen im Rathaus, du hörst alles. Es vermittelt halt schon ein Gefühl, dass man da drin was tun muss. Ja. Aber man merkt noch, wenn man in die Kurve fährt, wenn kein Assistenzsystem drin ist, Mensch, ich muss hier was tun, ne? Ohne Unterstützung. Und gerade so mit der Einzeldrossel, das Ding gibt Drehzahl, da will man gar nicht vom Gas runter. Weil die Soundkulisse, gerade wenn da Sechstrichter anziehen, ja, wenn die mal da anfangen, Luft zu ziehen, da möchte man einfach immer auf dem Gas bleiben, weil die Soundkulisse wird eigentlich immer besser. So beim Turbo ist irgendwann Schluss, ne? Und das Ding schreit halt einfach immer lauter. Ja, und das spürst du auch. Ich bin der Robin, komme aus dem Raum Bamberg und fahre einen VW Corrado VR6, Baujahr 1990. Ja, angefangen hat alles mit Polo. Ja, es war so die Zeit, wo Golf, GTI, alles was es halt damals so gab. Mein Wunschauto war immer ein Golf. Ne? Golf 2, das war so die Zeit, ja, so zwischen 16 und 20 war ich da damals, wo ich gesagt habe, Mensch, ich brauche unbedingt einen Golf 2. Das war auch so, wo dieser Manta Manta Film rauskam, da gab es eben nur die Seite Opel oder Golf 2. Und der Golf 2 hat es mir schon immer angetan gehabt. Als die immer mehr Autos auf der Straße, Volkswagen hatte dann damals auch den Corrado rausgebracht. Und da weiß ich noch genau, saß ich bei Mama im Auto und vor mir war ein Corrado. Und dann habe ich schon so gesagt, das muss einmal sein. Ja, das war dann so die nächste Stufe, damals noch in der Motorisierung, 160 PS, da war es so der King. Ja, für einen erschwinglich war es irgendwie in dem Moment nicht. Ja, aber so war der Nagel halt dann schon im Kopf, dass man sagt, irgendwann werde ich das Auto mal haben. Es kam dazu, ja, damals gab es noch kein Internet. Ne? Heutzutage gehst du bei eBay Kleinanzeigen, Mobile, scrollst du durch, suchst dir was raus, was passt. Ne? Zur damaligen Zeit gab es noch die gewisse Zeitschriften, die man jeden Monat gekauft hat, auch durchgeguckt, gab es nichts. Ne? Und ein damaliger Freund von mir, der hatte sich damals so ein bisschen spezialisiert auf Corrados, hatte damals viel gekauft, verkauft und ja, irgendwann war dann die Zeit, dass er eine große Menge hatte, ne? Und die standen da hier 20 Kilometer weg in einem Ort an einer Tankstelle, ne? Ein Corrado nach dem anderen. Und ja, da war eben der dabei. Ja. G60, Sondermodell, Platin-Ausstattung drin, elektrische Recaros, ja. Dieses LA9V, diese Farbe, ja. War natürlich ein gefahrenes Auto, ne, Kratzer, Dellen, alles da gewesen. Preis hat gepasst, waren noch Marktzeiten damals und da ist man sich einig geworden, ja, und dann war er meiner. Ja. Bevor es weitergeht, wollen wir dich auf unseren Online-Shop hinweisen. Hier findest du stets unsere aktuelle Kollektion, Sticker, Drinks und vieles mehr. Du unterstützt mit jedem Kauf unseren Kanal und unsere liebevoll produzierten Filme.
Nee, das Auto ist eigentlich im Originalzustand, wie ich ihn gekauft habe, eigentlich nie gefahren. Ja. Also das Budget war natürlich nach dem Kauf erstmal erschöpft, dann ging das Auto erstmal in die Garage, dann wurde erstmal Geld gesammelt. Ja. Und ja, die Vorstellung war schon immer da. Das Auto wird blau. Ja, damals war dieses Aquamarin-Blau von Seat war total angesagt, kam da frisch raus auf dem Leon. Das war so, was war denn das für eine Zeit? 2002, 2003 vielleicht, ja, kam so die Zeit raus. Und dann war schon klar, das Auto wird blau. Ja. Zu der Zeit hatte auch mein damaliger guter Kumpel einen Honda Civic gehabt. Der hat das Auto schon ein Jahr vorher dann blau lackiert. Da habe ich gesagt, das müssen wir hier auch drauf machen. Ne? Mega. Ne? Und so war das Auto dann ganz schnell, oder zumindest im Kopf schon, von schwarz auf blau lackiert. Ja. Und dann ging es noch weiter mit den Rädern. Also ich wollte unbedingt Dreiteiler damals schon haben. Hatte dann auch über gewisse Kontakte so einen Satz im Kopf. Damals eine engländische, also eine Firma aus England, Extreme Wheels. Ne? Und ja, damals war die Zeit 16 Zoll, so breit wie es geht. Ja? Und ja, dann sind es 9x10 mal 16 Extreme Wheels geworden. Ja, und ja, 2 Jahre Sparzeit, ja, also ein bisschen Kohle ran schaffen. Und ja, im Kopf war es da, nur die Umsetzung hat noch gefehlt und das Budget, aber 2004, glaube ich, war es, 2004 war es dann soweit, stand das Auto da, blau lackiert, 9x10x16 Extreme Wheels drauf. Ja, war mega. Genau, also nach der ersten Umbaustufe, so bin ich dann erstmal auch eine Zeit lang auf Achse selber gefahren, auch früher zum Wörthersee gefahren. Dadurch wurde man natürlich immer mehr so ein bisschen infiziert. Ne? So die erste Zeit war natürlich gerade so, früher war es so, dass man umso mehr, man musste jedes Jahr irgendwas umbauen, ne? War viel auf Treffen unterwegs und so kam halt dann die zweite Ausbaustufe, ne? Originalstoßstangen kamen dann alles weg, dieser typische 90er-Style, GFK-Stoßstange vorne, hinten, Auditürgriffe, alles was halt damals so ging, das war so die erste Stufe. Danach bin ich so eine ganze Zeit lang gefahren. Und irgendwann hat man sich einfach daran so ein bisschen satt gesehen, die Zeit war vorbei, es ging wieder zurück in die klassische Stufe, also alles was GFK war, ging wieder runter, ja. Wurde wieder Originalteile besorgt, also das Auto habe ich eigentlich immer so gebaut, dass ich jederzeit zurückrüsten kann, Teile wurden eigentlich nie entsorgt, wurden aufgehoben, ne. Somit konnte ich dann relativ einfach wieder auf Originaltürgriffe gehen, auf Originalstoßstangen, alles was da so war, ne. Das war so die zweite Ausbaustufe. Die dritte Ausbaustufe ging dann auch so ein bisschen in den Clean Look im Motor noch. Ne? Da ging es dann von G60, was er ja ursprünglich mal war, auf VR6. Ja? Dann musste natürlich so weit wie möglich alles clean sein. Ne? So bin ich dann auch eine ganze Zeit lang unterwegs gewesen. Danach ging es, ja, hat sich so von dieser eigentlichen Corrado-Truppe haben sich viele entfernt. Jeder hat so sein Ding gemacht, Familie, Haus, Arbeit. Ne? Ging es dann damals ein bisschen auseinander. Somit ist der Corrado auch erstmal in die Garage gewandert. Da waren erstmal so Familienplanung, Hausbau, alles was da so ansteht. Stand dann erstmal da. Ich glaube knapp 4, 5 Jahre stand das Auto dann in der Halle. Ne? So ein bisschen vergessen. Und irgendwann hat es mich dann wieder erwischt. Ja. Und ging dann in die nächste Ausbaustufe, dass man alles wieder bis auf die Rohkarosse zerlegt hat. Ja. Hat die Sachen, wie jetzt zum Beispiel runde Radläufe, also was man früher gemacht hat, alles wieder zurückgerüstet auf klassisch. Und ja, ich wollte auch unbedingt, also an diesem Blau hatte ich mich dann auch irgendwann satt gesehen, ich konnte es nicht mehr sehen. Wollte irgendwie, beim Ausbauen habe ich dann hinten den Originalaufkleber wieder gesehen und habe gedacht, Mensch, irgendwie bin ich doch schwarz infiziert, das Ding muss wieder Originallack werden. Also alles wieder umgekrempelt, Originallack. Ja, genau, und dann gab es dann nur noch mal die letzte Motorausbaustufe. Ich hatte damals lange überlegt, wird es ein Turbo, aber irgendwo komme ich so aus der Zeit, wo ich halt noch ja, dieses Sauger-Tuning hatte und im Kopf hatte und somit kam ich dann so 1, 2
Internetseiten und so. Mensch, das muss ich haben. Ja, und das ist dann eben ja, die Einzeldrossel geworden. Ne? Und so kam halt eins zum anderen. Ne? Somit kam dann auch hier komplett frei programmierbares Steuergerät rein. Und. Ja, man fängt irgendwo mit dem Baustein an und der Fächer wird immer größer und ja, somit sind wir dann heute da in der Ausbaustufe und ich bin also, habe so ein Problem, so ein Detailproblem. Ne? Wenn ich irgendwo eine Ecke sehe, die nicht passt, das muss halt 100%ig sein. Mein Ziel ist es halt auch immer, das Auto so zu bauen, als wäre es gerade frisch aus dem Werk gekommen. Ne? Mir bringt es nichts, wenn ich eine Rücksitzbank wegnehme und da unten drunter ist halt irgendeine andere Farbe und andere Lack, irgendeine Schraube, die nicht dazu passt. Also das, ja, und in dem Stadium sind wir, glaube ich, gerade da und aktueller Stand vom Motor ist halt der, oder die aktuelle Umbauphase vom Motor ist halt VR6 Einzeldrossel. Ne? Basis ist hier ein ABV 2,9 Liter, erstes Übermaß gebohrt. Ist deswegen Übermaß gebohrt. Ich hatte den Motor, nachdem ich den ersten von G60 auf VR6 umgebaut hatte, auch volles Programm gemacht. Dann machen wir einmal VR6 Umbau, alles neu gemacht, alles schön gemacht. Alles Learning by Doing, anscheinend auch irgendwo einen Fehler mit drin gehabt. Nach dem ersten Motorstart ging das Ding hoch. Also Fresser. Somit brauchte ich dringend und schnell einen Ersatzmotor. Ebenfalls wieder einen beschafft, besorgt und haben wir dann auch gesagt, okay, Laufbahnen schauen nicht mehr ganz so toll aus, lass mal einmal machen. Somit kam dann auch hier der erste Übermaß rein. Und mit dazugekommen, durch die Einzeldrossel kamen natürlich auch viele Custom-Teile, weil es sollte nach wie vor auch clean sein. Vom Kabelbaum hin, den ich komplett neu gebaut hatte, schön im Keller, ja, Stück für Stück das Ding zusammengesetzt. Also das Ganze läuft dann läuft jetzt aktuell dann auch ohne Luftmassenmesser. Da musste man bauen, bei der Ansauglufttemperatur musste man ein bisschen was bauen. Ja. Und ja, das sollte halt trotzdem von oben noch dieser cleane Look da sein, aber es sollte trotzdem an dem Auto immer alles noch funktionieren. Ja, der Sinn war nicht, irgendwas zu bauen, was die Leute nur anschauen, sondern es muss funktionieren. Also der aktuelle Innenraum ist eigentlich auch so mit der Zeit einfach gewachsen. Ja. Eigentlich habe ich immer geschwört so auf die Recaro CS und war ja auch so ein Ding, ne? Wer soll sich die leisten? Ja. Irgendwann war halt dann der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist es soweit. Er hatte damals ein gutes Angebot auch bekommen und hatte dann eben die Recaro CS gekauft. Somit flog dann die originale Recaro-Ausstattung elektrisch, ja, die er original hatte, eben erstmal raus im vorderen Gestühl. Ja. Danach kamen so die Sachen, gut, musste man ledern, original was Platin, relativ schwierig, die Farbe wieder zu bekommen. Wurde somit geledert, die vorderen Sitze. Ja, dann passte das natürlich von der Farbton nicht mehr zusammen. Ja, also kam eins nach dem anderen. Seitenverkleidung, Sitzbänke, alles drum und dran wurde dann eben auch noch gemacht. Das war so die erste Stufe vom Innenraum. Danach hatte mich immer gestört so diese Kunststoffhartschale hinten dran. Also lange überlegt, mache ich es mit Carbon? Ja, gibt es schon. Also nehmen wir mal Alcantara. Mein Sattler hatte mir dann damals schon Bilder gezeigt, ne, und ja, hat mir sofort gefallen, ne, so dieser
dieses Rennflair, so ein bisschen Leder, Alcantara, Carbon, ne, das war immer schon so ein bisschen so mein Thema. Da kam dann oben dann noch hier kaum sichtbar auch dieses Recaro-Branding da mit rein. Ja, und dann hat man noch ein paar Carbon-Applikationen an den Sitzen gemacht. Und so ging es im Innenraum eigentlich weiter. Der Shifter kam dann noch mit hinzu. Ja, und wenn man einmal Carbon verseucht ist, dann lässt einen das nicht mehr los. Somit ging es dann so ein bisschen weiter mit Carbon, aber immer, dass es nicht zu viel ist, aber trotzdem noch irgendwie Richtung Motorsport geht. Und dann eben die ganzen Details, die man halt dann da einfach sieht. Ne? Ob das jetzt da hier Lenkradnarbe ist, ob das in den Lüftungsdüsen so ein bisschen, was man nicht auf den ersten Blick sieht. Teilweise kleinere Schrauben, das sind halt alles so Sachen, die mir bedeutend sind. Auch Sachen, weil ich einfach weiß, die sind da und es ist gut. Wenn ich jetzt wieder ganz früh anfange, zum Kofferraumausbau war damals ein Muss. Also da musste eine dicke Anlage rein, so viel wie möglich am besten, war auch damals so. Da kamen damals schon 2 Subwoofer rein und Endstufen, so viel wie es nur geht. Das Ganze ging dann auch wieder das Ganze wurde alles wieder zurückgerüstet, wobei beim Koffer gegenüber dem Auto gibt es beim Kofferraumausbau eigentlich nur 2 Stufen. Das ist so die Stufe alles reinpacken, ja, so ein bisschen Show. Und danach hatte ich irgendwie mal angefangen, Hardliners zu bauen, Hardliners zu machen. Und da gab es jetzt 2 Ausbaustufen von dem Hardline-Ausbau, den aktuellen. Also das heißt, ein Tank, 2 Kompressor, auch wieder so ein bisschen mit Carbon-Applikationen und so viel Rohre wie nur möglich. Ja, das war dann schon die 2. Ausbaustufe. Die erste Ausbaustufe war so ein bisschen probieren, ja, war auch ganz gut, aber ist eigentlich nie, das Auto ist damit nie gefahren. Ja, das ging dann schon gleich in dem Rhythmus weiter, Mensch, da könnte man doch hier noch ein Röhrchen machen und da noch was, und ja, so kam das dann da dazu. Ja. Und die nächste Ausbaustufe, die geplant ist, sind ein bisschen wieder das auch an den Motorraum anzupassen. So, ich stehe ja selber so ein bisschen auf diesen klassischen Look, Rennlook. Der Motorraum ist clean, der Motorraum ist sauber und so soll auch der Kofferraum werden. Also so bis der Tank soll quasi mein Kreuz werden und ich möchte dann rechts und links auch die Teppiche alles entfernen, so dass man das Konzept halt wieder auffängt. Also ich habe drin, aktuell ist ein Gas-Airride verbaut, was auch ganz lang schon verbaut ist. Es hat eigentlich, wie bin ich auch zur Luft gekommen? Also das muss ich mir auch mal ganz kurz erzählen, ganz lustige Geschichte. Ich war 2004 noch schön auf Achse am Wörthersee mit dem Auto. Hatte dann ein Problem mit den Gesetzeshütern da, denen hat die Tiefe nicht so gefallen. Ja, hat so eine Stilllegung alles hinter sich gehabt dann auch und bin dann Gott sei Dank, auch wieder auf Achse konnte ich nach Hause fahren. Und da kam schon, jetzt kommt Luft rein. Dann habe ich dieses Problem nicht mehr. Weil die Ausbaustufe, das viel auf dem Trailer gefahren wird, war nie geplant. Ja. Also so kam es dann zu dem Gas-Airride, war dann drin, ganz normal, so wie man es früher kannte, Knopf hoch, Knopf runter, ohne Steuerung, ohne alles. Dann kam irgendwann hinzu, auch in Verbindung mit dem Hardline-Ausbau, ich brauche eine Steuerung. Ja. Dann guckt man, habe ich Level IQ drin gehabt, mega Steuerung, aber irgendwann war der Lauf der Zeit vorbei. Ich brauche was noch moderneres und dann kam es eben dann wirklich mal zur Airlift. Erstmal standardmäßig in der 3P-Variante und habe mir dann nochmal angeguckt, wie das Ganze dann so funktioniert, und man hat halt immer so diese Themen, Auto beladen, nicht beladen, Höhe, und wenn man so ein knappes Setup fährt, wo es vielleicht wirklich auf ein paar Millimeter ankommt, brauchst du einfach eine zuverlässige Höhe und es geht halt nur mit H. Ja, und somit haben wir jetzt aktuell einen Gas-Airride drin mit einer 3H-Steuerung, ja, eigentlich das Maximum, was geht. Und ja, die Luftleitungen habe ich im Auto drin verlegt, ja, habe natürlich auch alles versucht, so gut zu verbauen, wie es geht. Aus den Luftleitungen raus vom Innenraum in den Rathaus, ebenfalls alles komplett auf Hardlines gebaut und ja.
Ja, Felgen ist immer so ein schwieriges Thema. Ja, also Felgen, ich sag mal so, ich bin auch so ein bisschen Sammler. Ich versuche oder habe über die Jahre hinweg versucht, mir meine Klassiker, die ich über die Zeit auf Treffen oft gesehen habe, mir anzueignen. Ja. Angefangen hat es aus der letzten Ausbaustufe raus, waren so Parabol, ja, klassische Einteiler, einfach für mich ein formschönes Rad, habe ich auch mittlerweile nicht mehr. Danach bin ich von Parabol übergegangen in die Sammlung der erste Satz OZ Futuras. Habe ich damals dann auch schon so ein bisschen umgebaut auf Sechskantdeckel, aber immer so gebaut, dass sie jederzeit wieder zurückgebaut werden können. Das ist so der erste Satz. Danach hatte ich gedacht, Mensch, ich habe hier noch einen Satz Sebring liegen. Oft gesehen, aber selber keinen gehabt. Also war das der nächste Satz, das musste man einfach mal bauen, einfach um es zu haben. Ja. Der dritte Satz, den habe ich lang gesucht, wird auch relativ hoch und teuer gehandelt, wenn man überhaupt was kriegt. Das war schon immer mein Traumrad gewesen. Das ist das Etapeta Turborad, ja, aktuell in 7x17. Ja. Lange Zeit gehabt in Schwarz, kam jetzt in der letzten Stufe dann nochmal in komplett Hochglanz verdichtet. Ja. Und der nächste Satz, der jetzt nochmal gekommen ist zu der Sammlung hinzu, ist auch für mich so ein klassisches Rad. Das muss man nicht fahren, aber man muss es haben. Ja. Es ist einfach so ein BBS-RS-Rad. Und ja, das wird dann so der nächste Satz, den ich mir, ich will nicht sagen ins Wohnzimmer stelle, aber zumindest in der Garage habe, um ihn zu haben. Wie gesagt, ich verfolge immer das Konzept, das Auto muss funktionieren, ja, aber es soll trotzdem irgendwie einen klassischen Look haben. Ja. Und gerade so in der oder in der früheren Rennsportszene hat man viel mit Waagebalken auch gemacht. Ja. Finde ich mega. Aber früher habe ich mich immer gefragt, wenn ich so Autos auf Treffen gesehen habe, wo ist denn die Bremse? Ja. Und wenn man sich dann mal mit dem technischen Detail so ein bisschen vertraut macht, kriegt man relativ schnell raus, wie das funktioniert. Und das wird das nächste Setup, mit dem ich einfach noch so ein bisschen unzufrieden bin. Diese Bremse da vorne stört mich. Da baue ich jetzt gerade aktuell noch an der Wagenbalgenbremse, also an einem Wagenbalgensystem. Und somit kann ich dann endlich Bremsleitungen komplett auf Dash umbauen und kann diesen ganzen Bremskraftverstärker vorne rausnehmen und habe aber trotzdem noch die volle Funktion der Bremse. Also bedanken möchte ich mich auf jeden Fall bei meiner Familie, bei meiner Frau, bei meinen Kindern, ja, die ganzen Faxen mitmachen, ja, die oft an Abenden, gerade meine Frau alleine auf dem Sofa verbringen muss, weil ich mal wieder in der Halle bin. Ja. Dann möchte ich mich natürlich bedanken bei Paul, ja, der mir mit Rat und Tat beisteht. Dann in der Zeit der Umbauphase bei Alex und Melissa, die mich auch immer fleißig auch mit Trailer und alles hin und her oder auch heute noch auf Treffen. Ja, das ist klar, man schraubt alleine, aber es ist keine One-Man-Show. Ne? Da braucht man so viel helfende Hände, auch wenn sie gar nicht so von der technischen Seite sind. Man ist einfach froh, dass die Leute dabei sind, dass sie das mit feiern, dass sie das mit leben. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und schreibt natürlich fleißig in die Kommentare. Ciao!